Hallo mein Freund, willkommen zurück bei Einfach Deutsch. Ich bin Thomas. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Viele Deutschlernende ziehen nach Deutschland. Neue Stadt, neue Wohnung, neues Leben. Aber dann kommt ein Problem. Das Bürgerbüro. Du musst dich anmelden. Du musst zur Behörde. Und plötzlich denkst du, oh nein, Formulare, Bürokratie, schwieriges Deutsch. Das ist ganz normal. Viele Deutschlerner haben Angst vor dem Bürgerbüro. Heute helfe ich dir dabei. Ich erkläre dir ganz langsam und einfach, wie meldest du dich richtig an? Welche Wörter brauchst du? Und was musst du mitnehmen? Wir machen das zusammen. Schritt für Schritt. Ich weiß, das Thema wirkt trocken. Büro, Formulare, Gesetze. Aber das Bürgerbüro ist wichtig für dein Leben in Deutschland. Das Bürgerbüro ist das Büro der Stadt, wo du wichtige Dinge erledigst. Zum Beispiel, du meldest deine neue Adresse an. Man sagt auch Einwohnermeldeamt oder Bürgeramt. Die Wörter sind verschieden, aber die Bedeutung ist gleich. Wenn du in eine neue Wohnung ziehst, musst du dich anmelden. Das heißt, du sagst der Stadt offiziell, Hallo, ich wohne jetzt hier an dieser Adresse. Warum ist das wichtig? Weil du die Anmeldung für viele Dinge brauchst. Für dein Bankkonto, für deine Krankenversicherung, für deinen Handyvertrag und für viele andere Dinge im Alltag. Ohne Anmeldung hast du ein Problem. Du kannst viele Dinge nicht erledigen. Darum sagen viele, die Anmeldung ist der wichtigste Schritt nach dem Umzug. Und ja, das Deutsch im Bürgerbüro ist manchmal schwer. Es gibt viele Formulare und viele neue Wörter. Aber du bist nicht allein. Viele Deutschlerner kämpfen damit. Schritt für Schritt wirst du sicherer. Lass mich dir kurz sagen, was wir heute machen. Erstens, ich erkläre dir, was die Anmeldung genau ist. Was bedeutet Meldepflicht? Zweitens, wir machen eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung. Vom Einzug bis zur Meldebescheinigung. Drittens, ich erkläre dir die wichtigsten Dokumente. Zum Beispiel die Wohnungsgeberbestätigung. Das Wort klingt kompliziert, aber wir machen es einfach. Viertens, wir spielen eine kleine Szene durch. Du gehst mit mir zusammen ins Bürgerbüro. Fünftens, am Ende üben wir ein paar Sätze. Du sprichst laut nach. Okay, lass uns starten. Regel Nummer 1. Verstehe das Grundprinzip. Anmeldung. Das bedeutet, du meldest deinen Wohnsitz offiziell bei der Stadt an. Die Stadt speichert deine Daten in einer Liste. Diese Liste heißt Melderegister. In Deutschland gibt es eine Meldepflicht. Meldepflicht. Das bedeutet, du musst dich anmelden. Es ist keine Wahl. Es ist ein Muss. Wenn du in eine neue Wohnung einziehst, hast du normalerweise 14 Tage Zeit. 2 Wochen nach dem Einzug musst du beim Bürgerbüro sein. Merke dir diesen Satz. Wer eine Wohnung bezieht, muss sich innerhalb von 2 Wochen anmelden. Das klingt sehr offiziell, ich weiß, aber für dich reicht, ich ziehe um. Innerhalb von 2 Wochen gehe ich zum Bürgerbüro. Wenn du es nicht schaffst, musst du vielleicht eine Strafe zahlen. Man nennt das Bußgeld. Also ist es besser, kümmere dich früh darum. Kernsatz: neue Wohnung ist gleich neue Anmeldung. Es sind nur 3 große Schritte. Schritt 1: Du ziehst in die Wohnung ein. Schritt 2: Du sammelst alle wichtigen Dokumente. Schritt 3: Du gehst zum Bürgerbüro und meldest dich an. Schritt Nummer 1: Du ziehst ein. Einzug:
Das bedeutet, du bringst deine Sachen in die neue Wohnung. Du schläfst dort. Wichtig: Die Frist beginnt mit deinem Einzugsdatum, nicht mit dem Datum auf deinem Mietvertrag. Nicht mit dem Datum, an dem du den Schlüssel bekommst, sondern mit dem Tag, an dem du wirklich dort wohnst. Ab diesem Tag hast du 14 Tage Zeit. Jetzt kommt ein wichtiger Teil: die Unterlagen. Unterlagen. Das bedeutet Papiere oder Dokumente. Die Liste ist eigentlich kurz. Du brauchst deinen Ausweis. Das kann der Personalausweis oder der Reisepass sein. Die Wohnungsgeberbestätigung. Ein schweres Wort, ich weiß. Wohnungsgeber, das ist der Mensch, der dir die Wohnung gibt. Meistens ist das dein Vermieter. Bestätigung. Das ist ein offizielles Papier, das sagt: Ja, das stimmt. Die Wohnungsgeberbestätigung ist also ein Formular. Auf diesem Formular bestätigt dein Vermieter: Diese Person wohnt jetzt in dieser Wohnung, seit diesem Datum. Dein Vermieter muss dir dieses Papier geben. Es ist Pflicht. Manchmal brauchst du auch den Mietvertrag oder ein Anmeldeformular. Das Formular heißt oft Meldeschein. Merke dir: ohne Ausweis und Wohnungsgeberbestätigung gibt es keine Anmeldung. In vielen Städten brauchst du einen Termin. Du buchst den Termin online auf der Webseite der Stadt. Mein Tipp: Prüfe immer zuerst die Webseite deiner Stadt. Ein einfacher Satz für dich: Ich vereinbare online einen Termin im Bürgerbüro. Jetzt machen wir eine Stell dir vor Szene. Stell dir vor, es ist Montagmorgen. Du hast einen Termin um 9 Uhr. Du hast alles dabei: Reisepass, Wohnungsgeberbestätigung und Meldeschein. Du kommst 10 Minuten früher. Jetzt üben wir ein paar Sätze. Hör zu und sprich gerne laut nach. Satz 1. Guten Morgen. Ich habe einen Termin zur Anmeldung meines Wohnsitzes. Satz 2. Ich bin neu in der Stadt und möchte mich anmelden. Satz 3. Hier sind meine Unterlagen. Ganz einfach, oder? Die Mitarbeiterin wird vielleicht fragen: Seit wann wohnen Sie in der Wohnung? Du antwortest: Seit dem 1. Februar. Keine Angst, es geht nur um Fakten, nicht um eine Prüfung. Am Ende bekommst du eine Meldebescheinigung. Dieses Papier ist sehr wichtig. Heb es gut auf. Fehler Nummer 1. Sich zu spät anmelden. Warte nicht zu lange. Buche den Termin schnell. Fehler Nummer 2. Ohne Wohnungsgeberbestätigung hingehen. Frage deinen Vermieter gleich nach dem Einzug nach diesem Papier. Fehler Nummer 3. Nichts fragen aus Angst. Wenn du etwas nicht verstehst, sag einfach: Entschuldigung, ich habe das nicht verstanden. Können Sie das bitte wiederholen? Das ist nicht peinlich. Das ist klug. Lass uns die wichtigsten Wörter wiederholen. Das Bürgerbüro, das Amt der Stadt. Die Anmeldung, die Registrierung deiner Adresse. Die Meldepflicht, du musst dich anmelden. Die Wohnungsgeberbestätigung, das Formular vom Vermieter. Die Frist, dein Zeitlimit. Die Meldebescheinigung, dein Beweispapier. Du hast heute viel gelernt. Du weißt jetzt, warum die Anmeldung wichtig ist, welche Dokumente du brauchst und wie der Termin abläuft. Es ist keine Magie. Es ist nur ein Prozess. Schritt für Schritt. Mit jedem Behördentermin wirst du besser. Mit jedem Mal verstehst du mehr Deutsch. Du machst das gut, wirklich.
Danke, dass du heute mit mir gelernt hast. Wenn dir dieses Video geholfen hat, schreib mir einen Kommentar. Welche Situation war für dich am schwierigsten? Ich bin Thomas von Einfach Deutsch. Bleib neugierig, bleib stark und lerne jeden Tag ein bisschen Deutsch. Abonniere den Kanal und klick auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg bei deiner Anmeldung. Tschüss, mein Freund.